Hallo liebe Profis, ich bin Lukas Kohlsmann, einer der Profi-Redakteure mit einem besonderen Faible für Youngtimer und alle Schlepper, die es mal noch werden wollen. Heute haben wir für euch, wie ich finde, ein besonderes Highlight, weil wir sind heute mit dem allerersten saatengrünen Großschlepper, Standardschlepper auf dem Acker und haben aber gleichzeitig das neue Standardschlepper-Topmodell mit Raupen für euch hier im Einsatz zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Generationenvergleich Claas Atlas gegen Claas Axion TerraTrak. Zur Geschichte vom Atlas habe ich euch mal ganz oldschool ein bisschen Papier mitgebracht, weil eigentlich ist der Atlas gar kein richtiger Claas. Claas hat 2003 die Schleppersparte von Renault übernommen. Ich habe euch hier mal den Originalprospekt vom Atlas mitgebracht. Der Renault Atlas war übrigens 2001 auch im Profi-Schleppertest. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, nachlesen online auf unserer Homepage. Einfach, groß und stark hieß damals die Überschrift und es gab eigentlich wirklich wenig zu bemängeln. Also es war echt ein guter Deal für Claas. 2003 eben hat Claas dann die komplette Renault Traktorenbaureihe vom kleinen Weinbergschlepper bis zum Atlas ins eigene Programm integriert. In nur ein paar Monaten haben die von Orange zu Saatengrün gewechselt. Eigentlich nur die Farbe. Alles andere an dem Schlepper ist noch echt Renault. Und trotzdem war das eine mega Leistung von Claas, einfach in der kurzen Zeit das ganze Programm auf die Reihe zu stellen. Claas hat mit diesem Zukauf von Renault eben sein Traktorenprogramm nach unten ergänzt, weil die hatten den Xerion damals schon im Programm, also sprich 300 PS und mehr. Bei Renault war der Atlas das damalige Topmodell mit bis zu 250 PS und Claas konnte ein komplettes Scraper-Programm bis nach ganz unten hin anbieten mit dieser Übernahme. Ja, vielleicht ganz kurz noch ein paar Worte zu den technischen Daten, was den Motor angeht. Ist hier ein wassergekühlter Deutz 6-Zylinder verbaut mit 7,2 Liter Hubraum. Ihr seht, die Haube ist hier noch in mehreren Teilen zu öffnen. Man müsste hier unten noch die Seitenbleche abnehmen, man sieht den Motor eigentlich gar nicht. Der ganze Abgasstrang und so weiter nimmt hier den ganzen Obenraum ein. Gehen wir nachher beim Axion, der jetzt gerade hinter mir seine Bahn zieht, gleich auch noch mal drauf ein. Beim Getriebe hat Renault damals eine französisch-amerikanische Freundschaft eingegangen. Und zwar ist das eine Funk-Schaltbox aus den USA mit 18 Lastschaltstufen vorwärts, 8 rückwärts. Optional gab es damals auch ein Kriechganggetriebe. Und den französischen Teil, das ist das volllastschaltbare Wendegetriebe. Das ist eigentlich schon ein ziemlicher Komfort, damals von Guima aus Frankreich. So viel zum Getriebe. Renault war eigentlich schon seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre für seinen besonderen Kabinenkomfort bekannt. Und das spiegelt sich hier im Atlas auch wieder. Die Bezeichnung RZ steht für eine 4-Punkt-Kabinenfederung. Das heißt, wir haben einmal im vorderen Bereich 2 Dämpfer und einmal hinten, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Genau, also ihr könnt hier jetzt sehen, dass der hinten unter der Kabine auch nochmal 2 solcher Dämpfer hat. Dadurch sitzt die Kabine wirklich frei schwingend auf 4 Punkten. Das ist eine Sache, die hat Renault schon mit der TZ-Baureihe eingeführt, der damaligen Top-Baureihe von Renault mit, ja, damals ging das Programm noch bis 180 PS in den 90ern. 2000 dann hier das Maximum 253 PS. Die Sprünge werden immer größer. Sehen wir gleich beim Claas Axion, der dann satte 440 PS, also mal eben 200 PS mehr hat. Ich habe euch ja eben beim Atlas schon ein bisschen was zum Motor erzählt, mache ich hier natürlich auch ganz kurz. Wir haben hier einen FPT 6-Zylinder mit 8,7 Liter Hubraum. Der bringt den Axion 69 TerraTrak auf satte 445 PS Spitzenleistung. Ja, ihr habt es vielleicht im Video an der einen oder anderen Stelle schon gesehen oder seht es noch. Beim Atlas geht es manchmal ein bisschen ruckartig zu durch das volllastschaltbare Getriebe. Ist hier beim Axion ganz anders. Da ist ein komplett stufenloses ZF-Getriebe verbaut, Terramatic 45. Das kann den Schlepper von quasi 0 auf bis zu 40 km/h auch mit den Raupen beschleunigen. Ganz ohne Ruckeln. Es gibt natürlich auch noch, es gibt eigentlich nur noch eine wirkliche Gemeinsamkeit mit dem Atlas. Und zwar ist das die 4-Punkt-Kabinenfederung. Claas hat das hier schön in Rot gemacht, dass man das auch gut sieht. Also auch hier ist die natürlich ansonsten komplett neue und hat mit der alten nichts mehr zu tun. Die Kabine ist aber hier eben auch an 4 Punkten voll gefedert. Ja, ihr habt es ja jetzt im Video schon gesehen, das Fahrwerk des Axion ist durchaus interessant. Netterweise habe ich jetzt Helmut Heppe hier, der ist der Produktmanager für Xerion und Axion Trecker bei Claas und kann mir ein bisschen was dazu sagen. Helmut, das Laufwerk, wie sieht es mit dem Fahrkomfort aus?
Ja, Fahrkomfort ist super bei der Maschine, weil wir hier den einzigen voll gefederten Halbraupentrecker am Markt haben. Wir haben eine gefederte Vorderachse, die gefederte Kabinenfederung, zu der wir gerade schon was geführt haben, und ein komplett gefedertes Raupenlaufband. Ja, top. Bei der Raupe, wenn wir jetzt über das Thema Bodenschonung reden, was könnt ihr da? Ja, wir haben den Axion in 3 Bandbreiten im Angebot, 635, 735 und 890 mm. Hier vorne jetzt noch verbaut die Reifendruckregelanlage, also in der Variante, wie wir ihn hier stehen haben, wirklich maximal bodenschonend unterwegs. Macht ja Sinn, dass man bei einem Halbraupenschlepper auch die Vorderachse mit berücksichtigt. 89er Bänder oder 890er Bänder, wie sieht es denn aus mit dem Straßentransport? Ja, Straßentransport auch mit den breiten Bändern überhaupt kein Problem, weil wir auch hier in 3 Metern unterwegs sind. Also der Fahrer autark, ohne Begleitfahrzeug, ohne Ausnahmegenehmigung auf der Straße unterwegs sein darf. Ja, top. Besten Dank dir. Gerne. Ja, das war unser Generationenvergleich vom Atlas gegen den Axion TT. Normalerweise schlägt mein Herz für den Youngtimer. In dem Fall muss ich sagen, der Atlas ist ein toller Schlepper, aber eigentlich nach einer Bahn mit der Scheibenegge weiß man schon, mit welchem man lieber arbeiten möchte. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr schon mal auf einem Atlas gesessen? Lasst doch mal einen Kommentar da. Gerne auch, welche Gegenüberstellung ihr beim nächsten Mal sehen wollt.